ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video im Rahmen des BASINet-Projekts. Mein Name ist Dr. Mara Kohl, ich bin bei Bayern Innovativ für das Thema vernetzte Mobilität verantwortlich. In diesem Video soll es um KI und Smart Cities gehen. Neben mir als Gast darf ich begrüßen Jennifer Reins-Zettler. Sie ist bei Bayern Innovativ für das Spezialisierungsfeld Mobilität verantwortlich, leitet also bei der Bayern Innovativ das Thema Mobilität. Und ich freue mich sehr, mich heute mit dir über KI und Mobilität unterhalten zu können. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Wunderbar. Gleich zum Einstieg würde ich dich ganz gerne mal fragen, wo du denn Anwendungsfälle für künstliche Intelligenz im Bereich Smart Cities siehst. Gerade im Bereich Mobilität gibt es wahnsinnig große Herausforderungen. Ich denke da an Staus, Flächenverbrauch im Verkehr, an Emissionen beispielsweise. Und da kann die Reduktion von komplexen Datenmengen einen großen Beitrag zu leisten, damit wir am Ende zu einer nutzerfreundlichen, nachhaltigen und auch optimierten Mobilität kommen. Mhm. Das heißt, immer da, wo sozusagen im Mobilitätskontext große Datenmengen anfallen, gibt es ein Potenzial für künstliche Intelligenz, sozusagen die Daten zu verschlanken oder einfach besser nutzbar zu machen. Genau, oder am Ende quasi Daten auch so einzusetzen, dass sie das Nutzererlebnis optimieren, dass sie dem Nutzer Entscheidungen abnehmen, die für ihn viel zu komplex sind oder auch die Zeit reduzieren, die er für die Verarbeitung dieser Daten braucht. Mhm. Ich denke da beispielsweise an Optimierung von Routen. Ja, wir sehen, der Verkehr nimmt immer mehr zu, gerade auch durch das Thema Lieferungen, Online-Bestellungen und so weiter. Innenstadtverkehr nimmt immer weiter zu und das erhöht natürlich die Last auf den Straßen. Mhm. Und wenn man da beispielsweise Routen optimieren könnte, in Verbindung beispielsweise mit Wissen über Herausforderungen, die es gibt, Baustelleninformationen, Wissen, wann sind die Nutzer zu Hause, wann können die Pakete empfangen, wo gibt es viel Verkehr, kann das, einen guten Einfluss darauf haben, wie sich das Gesamtverkehrsgeschehen einfach verbessern lässt. Wo ich mir dieses Thema, wo du es jetzt gerade so erzählst, auch ganz gut vorstellen könnte, sind zum Beispiel Großveranstaltungen, ja, wo man irgendwie sehr lokal eine Last auf der Verkehrsinfrastruktur hat, die regulär gar nicht da ist und wo es vielleicht auch schwierig ist, sozusagen die reguläre Verkehrsinfrastruktur auf diese großen Mengen an Menschen irgendwie abzustimmen. Ja. Viele kommen mit dem Auto, wie schafft man aber auch sozusagen Zuschauer bei Fußballspielen oder sowas, zum Beispiel mit der U-Bahn ran. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man da sozusagen Routing-Optionen über ganz unterschiedliche Wege sozusagen nimmt und nicht immer nur die eine Autobahn, die, sagen wir mal, die alle wissen, die zum Großereignis führt. Also, dass man schon ganz viel früher irgendwie eingreift, entweder ins Navi oder vielleicht tatsächlich auch über Tafeln an der Autobahn oder sowas, ja, um die Menschen ein bisschen zu verteilen auf mögliche Straßen. Und ich glaube, das geht sogar noch ein Stückchen weiter. Da gibt es auch spannende Projekte, beispielsweise vom DFKI, dem Deutschen Zentrum für Künstliche Intelligenz. Die haben dann beispielsweise auch berechnet, wann macht es Sinn für den einzelnen Stadionbesucher, seinen Platz zu verlassen. Wann ist es gut, aus dem Stadion rauszugehen? Welchen Ausgang soll er nehmen? Oder soll er lieber noch warten, weil sowieso die U-Bahnen voll sind, die Parkplatzzugänge verstopft sind und so weiter und er sowieso nur in der Warteschlange stehen würde oder im Stau stehen würde. Also ich glaube, da gibt es sehr viele spannende Anwendungsfelder, die das Leben eigentlich optimieren können oder erleichtern können. Ein Thema, das mich so in meinem persönlichen Leben auch einfach immer umtreibt, ist so der optimale Verkehrsmittelmix. Ja? Also was nehme ich heute? Nehme ich das Fahrrad, gehe ich zu Fuß, nehme ich eine U-Bahn, um so meine täglichen Wege zurückzulegen. Das hängt natürlich irgendwie viel davon ab, was muss ich transportieren, wie ist das Wetter jetzt, wie wird es vielleicht am Nachmittag. Da kenne ich bisher auch noch nicht so die App oder den Zugang, der mich da zufriedenstellend irgendwie unterstützt. Aus meiner Sicht ist da natürlich auch ist da noch viel Luft nach oben und da geht es natürlich auch um riesige Datenmengen, wenn man jetzt nicht nur einen Verkehrsträger wie in dem Beispiel Routing zu Großereignissen, sondern ganz viele irgendwie miteinander verknüpfen möchte. Ja, ich glaube, die Mobilitätsplattformen oder die Apps, die wir im Moment heute haben, die können schon viele Dinge berücksichtigen. Die berücksichtigen das Wetter, die berücksichtigen, ob man schnell oder sicher ans Ziel kommen möchte oder ob man
beispielsweise den kürzesten Weg wählen möchte. Aber da gibt es noch wahnsinnig viele Facetten, die dort mit einbezogen werden können. Beispielsweise dein Kalender, dein persönlicher Kalender. Wann musst du wo sein? Wie viel Flexibilität hast du in deinen Terminen? Oder beispielsweise muss ich heute in einem Business-Outfit im Büro sein oder kann ich tatsächlich das Fahrrad nutzen? Kann ich 3-4 Kilometer mit dem Fahrrad fahren und so weiter? Und ich glaube, das bietet unglaublich großes Potenzial, aber ich denke, es ist auch noch ein Stückchen Weg bis dahin. Und was ich ganz, ganz wichtig in diesem Kontext finde, ist das Thema Zusammenarbeit und Kollaboration. Ja, wir haben jetzt viel über einzelne Systeme gesprochen, aber damit das wirklich richtig funktioniert, müssen unterschiedliche Player und unterschiedliche Stakeholder zusammenarbeiten. Das heißt, die Städte, die Mobilitätsanbieter, die Infrastrukturbereitsteller oder auch tatsächlich Softwareunternehmen. Und ich glaube, das ist eines der Kernherausforderungen, um die Daten tatsächlich gut zu nutzen und am Ende für die Menschen praktisch einzusetzen. Ich glaube, Kollaboration müsste in dem Kontext auch noch sehr viel weitergehen, als man das vielleicht klassisch mit einer Mobilitätsbrille sehen würde. Ja, ich finde so ein Stichwort in dem Kontext Quartiersplanung. Ja, dass man zum Beispiel schon beim Planen neuer Immobilien einfach mitdenkt, wie kommen denn die Leute dahin und wie kommen sie weg, anstatt dann Quartiere zu bauen und nachher zu überlegen, wie man die Mobilität drumherum organisiert. Ne, vielleicht kann man auch die Leute dazu anhalten, die in ein Neubaugebiet ziehen, auf eigene Autos zum Beispiel zu verzichten, wenn man sagen kann, man hat ein gut durchdachtes Mobilitätskonzept mit einer entsprechenden durchdachten Nutzung. Und da wird das Thema dann noch größer und noch integrierter sozusagen, als wenn man sich jetzt nur auf verschiedene Verkehrsträger, was heißt nur, aber fokussiert. Ja, und da kommen die Daten auch wieder ins Spiel. Ne? Also das heißt, wenn ich ein Quartier planen möchte, dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich mir vorher die Verkehrsflüsse anschaue, dass ich das gut auswerte, dass ich die Daten nutze, um das auch optimal beispielsweise zu planen. Was mir da auch gerade noch einfällt, ist beispielsweise betriebliches Mobilitätsmanagement. Für das Thema sind Daten ja auch unglaublich wichtig. Das heißt, ich schaue mir an, wie sind meine Mitarbeiter heute unterwegs, wie kann ich den Verkehr optimieren, wie kann quasi einzelne Wegeketten optimiert dargestellt werden. Und dann sind es ja auch mal noch mehr Daten, die quasi in so ein Verkehrssystem einfließen. Das Thema wird wahrscheinlich noch auch viel an Fahrt gewinnen, wenn wir in ein paar Jahren über wirklich radikale CO2-Kompensationen sprechen, ne? Wo das dann nicht nur ein Gutfühlen des Arbeitgebers und der Mitarbeiter ist, sozusagen wir kümmern uns auch um unsere Emissionen, wir haben auch ein Auge darauf, wie kommen Mitarbeiter zum Beispiel zur Arbeit und einfach damit auch Attraktivität des Arbeitgebers für die Mitarbeitenden. Aber tatsächlich am Ende steht dahinter halt einfach auch Geld und eine Zahl, die im Zweifel hoch sein kann, wenn die CO2-Ausstöße auch der Wege der Mitarbeiter entsprechend hoch sind. Genau, und diese Daten könnten dann auch wieder spannend für die Städte sein. Ne? An welchen Ecken habe ich eine besonders hohe Emissionsbelastung beispielsweise? Wo muss ich nachsteuern? Wo muss ich regulieren? Wo muss ich beispielsweise den Verkehr reduzieren? Oder mehr, personengesteuerte oder human-powered Vehicles beispielsweise durch den Verkehr fließen lassen. Aus einer Stadtperspektive ist bestimmt auch das Thema Fläche super wichtig, ne? Dass man irgendwie anhand von Daten, von Mobilitätsflüssen einfach ein besseres Gefühl dafür bekommt, wie bestimmte Flächen in der Stadt genutzt werden und wo man vielleicht auch durch eine ganz gewollte Umplanung von Flächen, also beispielsweise diese Pop-up-Bike-Lanes, die wir irgendwie in den letzten Monaten stark gesehen haben, oder auch einfach Parkmöglichkeiten für Fahrräder zu schaffen, ein bisschen lenken kann als Stadt, wie ich die Mobilität gestaltet haben möchte. Oder ist ja dann bestimmt auch total spannend zu sehen, wie verändert sich der Verkehr, wie verändern sich die Emissionen, wie verändern sich die Nutzung vom ÖPNV beispielsweise oder wie verändert sich die Auslastung von einem Parkplatz, wenn ich beispielsweise Parkplätze in einer Straße reduziere oder wenn ich eine zusätzliche Fahrradstraße da integriere. Was mir bei dem Thema noch einfällt, wir haben vor ein
ein paar Monaten eine kleine Studie veröffentlicht zum Thema E-Scooter-Nutzung und öffentlicher Verkehr. Das war auch total spannend. Ein lokaler Anbieter hat uns Daten zur Verfügung gestellt und dann hat man beispielsweise ganz deutlich gesehen, dass die E-Scooter besonders für den Weg zum ÖPNV genutzt wurden. Und ich finde, das sind ja auch spannende Daten, die sowohl den E-Scooter-Anbieter nutzen, aber auch ganz, ganz stark der Stadt. Ja, die Städte können durch diese Daten beispielsweise auch ihr ÖPNV-Angebot optimieren. Die können schauen, dass sie da ein Angebot schaffen, dass sie entweder zusätzliche ÖPNV-Linien integrieren oder dass sie beispielsweise da Anschlussmobilität bereitstellen wie Bikesharing oder andere Möglichkeiten. Ist ja auch dann tatsächlich, wenn du von E-Scootern sprichst, eine gute Möglichkeit, wenn ein neuer E-Scooter an den Markt kommen möchte, ja, in einer großen Stadt wie München oder sowas, gibt es schon eine ganze Reihe von Anbietern, die parallel operieren. Wenn man sagt, jetzt möchte noch einer reinkommen, dass man denen so ein bisschen Regionen vorgibt. Und man sagt, Mensch, hier ist die Anbindung vielleicht noch nicht so gut, wir wollen eine bessere Verknüpfung hin zum ÖPNV zur Verfügung stellen. Wenn ihr in unsere Stadt kommen wollt, dann bitte irgendwie so in dieser Ecke, einfach um das Angebot so zu komplementieren. Ja, aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass da die Anbieter und die Städte ganz, ganz eng zusammenarbeiten und die Kraft der Daten nutzen. Und so kommen wir wieder zurück zu unserem Thema Potenzial der Daten für eine Smart City der Zukunft. Genau, ja, letztlich haben wir ganz viel über Optimierung und auch Empfehlungen dann gesprochen, die man daraus ableiten kann. Und ich glaube, da kommt eine Stadt in eine ganz spannende neue Position, einfach sehr informiert Infrastrukturplanungen machen zu können. Ja? Und tatsächlich diese Informiertheit überträgt sich auch auf den Bürger, ja? Der mit mehr Zugang und mehr Verständnis für die Vernetzung von Mobilitätsangeboten einfach auch viel besser Entscheidungen treffen kann. So, was passt denn jetzt gerade zu meinem aktuellen Angebot? Ne? Und damit das überhaupt möglich ist, also diese im Prinzip Reduktion der Informationen für den einzelnen Nutzer, der das selber gar nicht greifen könnte. Ne? Genau da kommt dann KI und sozusagen die Analyse von komplexen Datenmengen ins Spiel und hilft am Ende dem Endanwender, seine Mobilität besser, bedarfsgerechter zu planen. Ein total spannendes Thema in dem Kontext sind auch digitale Zwillinge von Städten. Ne? In digitalen Zwillingen werden ja digitale Abbilder der realen Situation in der Stadt gesammelt und diese Daten können dann verschiedene Anwendungsfälle beispielsweise unterstützen. Ob das Mobilität ist, ob das Thema Stadtreinigung ist, ob das Thema Gesundheit ist und so weiter. Also ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele spannende Anwendungsfelder, für die es auch schon tolle Beispiele in Deutschland gibt. Ja, wunderbar. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich bin mir sicher, da gibt es noch eine ganze Menge mehr auch so an sagen wir mal, Themen, wo man deutlich tiefer reingehen könnte, ja, wo sehr viel Potenzial dann auch im Detail sozusagen liegt. Und an der Stelle würde ich dann gerne auf die Konferenz verweisen, die BASINet-Konferenz im November 2021 und würde an dieser Stelle gern zum Ende kommen und mich bedanken bei dir, Jennifer, und bei Ihnen fürs Zuhören.